Wusstest du, dass irisches Sodabrot ursprünglich nur aus 4 Zutaten bestand? Ich erzähle dir dazu später mehr. Ich habe jetzt hier helles Weizenmehl und selbstgemahlenes Vollkornmehl, gebe Salz hinzu und bei mir gibt es als Backtriebmittel auf natürliche Weise einmal das Hefewasser oder Wasserkefir. Dazu kommt jetzt noch mal ein bisschen Sauermilch. Das genaue Rezept wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber noch mal zum Schluss. Pausiere dann das Video und mache einen Screenshot. Dann habe ich hier noch Zuckerrübensirup und ich habe dieses Rezept ein bisschen angepasst und ich erkläre dir auch warum. Das ursprüngliche irische Sodabrot hat seinen Ursprung im 19. Jahrhundert, als in Irland Natron als Backtriebmittel populär wurde, besonders in Gegenden, wo Hefe oft schwer erhältlich war. Und das ist ein super schnelles Brot. Das Natron wird direkt in den Teig gegeben und ursprünglich waren es wirklich nur Mehl, Natron, Salz und Buttermilch. Ganz einfach, dann konnte es direkt gebacken werden. Die Herausforderung bei solchen schnellen Teigen ist einfach, dass diese Food Maps, also diese Antinährstoffe, die vielen Menschen zu schaffen machen und die dadurch meinen, dann Brot schlechter vertragen zu können, das Leben einfach schwer machen. Und deswegen werden wir das heute ein bisschen besser gestalten. Also quasi das irische Sodabrot 2.0. Ich werde nämlich jetzt mit natürlicher Hefe diesen Teig aufgehen lassen. Und weil der dann wirklich 8 Stunden zum Aufgehen hat, ist das viel verträglicher und angenehmer. Aber diesen typischen Geschmack vom Sodabrot, den behalten wir natürlich bei. Wir müssen das nur ein bisschen umstellen. Den Teig lasse ich jetzt bei Zimmertemperatur warm stehen und sobald er hier so aussieht, schaut mal, die Bläschen sind schön da. Es ist ein weicher Teig, deswegen habe ich auch hier meinen Flachrührer genommen und nicht diese Teigpeitsche, die ich sonst verwende. Und gebe dazu jetzt 1 Esslöffel Sauermilch und 1 Teelöffel Natron. Und jetzt seht ihr gleich, das muss schnell gehen. Ich rühre das um und Natron ist ja auch ein schönes natürliches Mittel, reagiert mit säurehaltigen Lebensmitteln, wie zum Beispiel Apfelessig oder jetzt in diesem Fall der Sauermilch. Es reagiert aber auch zum Beispiel mit Buttermilch. Und dadurch wird das Brot richtig schön fluffig und es bekommt noch mal einen ganz fantastischen Geschmack. Dazu aber später mehr. Sobald ihr das jetzt hinzugebt, muss es schnell gehen. Ihr könnt es einmal in der Küchenmaschine einmal untermengen und das hatte ich auch zuerst überlegt und wollte es dann aber noch mal ein bisschen rustikaler haben. Ich versuche jetzt hier noch mal so ein bisschen Spannung drauf zu bringen, weil das im Moment von der Konsistenz her eher wie so ein Focaccia ist, also wirklich unheimlich weich. Und beim Mehl, da habe ich ja so einen kleinen Kompromiss gemacht mit hellem Mehl und Vollkornmehl. Normalerweise wird es mit einem Mehl aus Soft Wheat, aus so einem weicheren Weizen hergestellt. Das ist ganz typisch dort. Und das hat dann noch mal so 'n ganz andere Verfärbung. Also, der Teig wirkt nicht so vollkornartig. Und um das nachzuahmen, habe ich jetzt einfach das helle Weizenmehl mit dem Vollkornmehl gemischt, so dass es trotzdem hell aussieht. So, ein bisschen Mehl auf die Arbeitsfläche geben, noch mal ein bisschen rund schleifen und schon ganz schnell auf das Backblech geben. Wer einen großen Backofen jetzt zum Backen verwendet, sollte unbedingt den vorheizen. Bei mir kommt das jetzt in meinen Mini-Backofen, da brauche ich das nicht. Versucht es jetzt noch mal so tief wie möglich einzuschneiden. Das wird natürlich typisch kreuzweise gemacht, um Feen und Geister zu vertreiben, sagt man. Na ja, wir genießen jetzt einfach dieses tolle Brot. Nach dem Abkühlen habe ich das eingeschnitten und das hat eine ganz tolle Struktur. Also, man merkt schon beim Anschneiden, wie fluffig das ist. Das ist ganz weich und dadurch, dass wir später das Natron mit der Sauermilch hinzugegeben haben, hat das eine ganz tolle Marmorierung bekommen und vom Geschmack her ist das so ein bisschen wie so ein Laugenbrot oder auch vom Geschmack her so ein bisschen wie Salzstangen. Ich kann es gar nicht beschreiben, deswegen schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat, denn es ist
unheimlich lecker und ihr solltet es ganz schnell nachbacken. Ich habe mir dann direkt vom frischen Brot so ein Stück abgemacht und es war sogar ohne Butter so lecker. In diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch viele liebe Grüße. Eure Emma.